Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video sprechen wir über meine 10 Tipps für eine gesunde, alltagstaugliche vegane Ernährungsweise. Diese 10 Tipps stammen aus dem Vegan-Klischee Kochbuch in Zusammenarbeit mit Sebastian Kubin. Und auch wenn das Vegan-Klischee Kochbuch in erster Linie ein Kochbuch ist, hat es mehr als 80 Seiten Theorie zu unterschiedlichsten Themen rund um die vegane Ernährung und deren praktische Umsetzbarkeit im Alltag. Wenn man noch mehr zum Vegan-Klischee Kochbuch erfahren möchte, haben wir ein Vorstellungsvideo vorbereitet. Das kann man sich hier gerne angucken. Hier verlinken wir es. Im Vegan-Klischee Kochbuch gibt es im Ernährungstheorieteil unter anderem die Informationen zum veganen Ernährungsteller samt der 5 Hauptlebensmittelgruppen, außerdem das Kapitel zur wahren Kunde aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu den Themen Ölen, Essigen, Würz- und Süßungsmittel und auch ein Kapitel mit jenen 10 Tipps für eine gesunde, alltagstaugliche vegane Ernährung, in dem ich versucht habe, die Quintessenz der Ernährungswissenschaft in Bezug auf die vegane Ernährungsweise zusammenzufassen und diese leicht verständlich aufzubereiten, damit man sich möglichst einfach auf täglicher Basis gesund vegan ernähren kann. In diesem ersten Grundlagenvideo zu den 10 Tipps möchte ich gerne das Basiswissen für all diese weiterfolgenden Tipps vermitteln, sodass wir dann in den nachfolgenden Videos in jedem Video einen Tipp im Detail besprechen können. Wichtig vorab, die 10 Tipps für die gesunde, alltagstaugliche vegane Ernährung beziehen sich natürlich, wie der Name schon suggeriert, auf eine vegane Ernährungsweise, aber vieles davon sind Grundsätze und Grundlagen der Ernährungswissenschaft und können mit leichten Änderungen auf jede Ernährungsweise umgemünzt werden. In den vergangenen Wochen habe ich auf Instagram schon zu den einzelnen Tipps Postings gemacht und ich freue mich jetzt im Detail in den nachfolgenden Videos in dieser Reihe, diese noch im Detail erklären zu können. Die 10 Tipps lauten der Reihe nach. Nummer 1, es gibt keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel, sondern es gibt in erster Linie gesunde und ungesunde Ernährungsweisen, die den deutlich größeren Einfluss als einzelne Lebensmittel auf unsere Gesundheit haben. Darin erkläre ich die 90-10-Regel nach Dr. Furman, den Total Diet Approach der Academy of Nutrition and Dietetics und vieles weitere zu diesem Thema. Mehr dazu dann in der kommenden Woche im ersten Detailvideo zu diesem ersten Tipp. Der zweite Tipp lautet, man möge einen Fokus primär auf die Lebensmittelauswahl statt auf das Makronährstoffverhältnis legen, denn sämtliche Konzepte von High Carb Low Fat bis Low Carb High Fat legen allesamt den Fokus auf die falsche Kernfrage. Mehr dazu dann im Video zu Tipp 2 in der übernächsten Woche. Tipp 3 nennt sich ein Auge auf die Kalorien und soll verdeutlichen, dass man zum einen weder über- noch unterkalorisch essen soll und zum anderen nicht die Menge der zugeführten Lebensmittel, sondern deren Kaloriendichte entscheidend ist. Nummer 4 ist der Tipp Fett nicht verteufeln und spricht über die fälschliche, undifferenzierte Fettphobie der vergangenen Jahrzehnte, die man aufgrund neuerer wissenschaftlicher Daten bitte hinter sich lassen möge. Nummer 5 ist der Tipp, die Mineralstoffabsorption zu optimieren und spricht darüber, dass man nicht nur quantitativ ausreichende Mengen an Mineralstoffen zuführen sollte, sondern auch deren Bioverfügbarkeit optimieren sollte. Tipp Nummer 6 lautet, den Regenbogen zu essen und zeigt auf, dass es für die Versorgung mit gesundheitsförderlichen sekundären Pflanzenstoffen wichtig ist, sich möglichst bunt zu ernähren. Tipp Nummer 7 lautet, klug zu salzen und zeigt auf, warum man aus gesundheitlichen Gründen nur einen moderaten Salzkonsum haben sollte und durch welche Wege man dennoch einen ausreichend salzigen Geschmack und insgesamt einen guten Geschmack in Gerichte bekommen kann. Nummer 8 widmet sich der Thematik, das Trinken nicht zu vergessen und erinnert daran, dass auch die Flüssigkeitszufuhr im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährungsweise von großer Bedeutung ist. Tipp Nummer 9 erläutert unter dem Titel Stunden anstatt Kalorien zählen das System des zeitrestriktierten Essens und zeigt auf, dass es nicht nur wichtig ist, was wir essen, sondern auch wann wir essen. Tipp Nummer 10 spricht unter dem Titel Keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln über die Bedeutung von klug ausgewählten Supplements zur Bedarfsdeckung potenziell kritischer Nährstoffe in der veganen Ernährungsweise. Neben diesen 10 speziellen Tipps für die gesunde vegane Ernährung gelten natürlich weiterhin die Grundsätze einer gesunden, bedarfsdeckenden Ernährungsweise. So sollte beispielsweise jeder eine Lebensmittelauswahl finden, die er insgesamt gut verträgt. Gegessen werden sollte in Ruhe und nur bei echtem Hungergefühl und dabei sollten die Speisen stets gut gekaut und eingespeichert werden. Essen soll Freude bringen und sich bereichernd auf das Leben auswirken und kein Zwang sein. Die eigene Ernährungsweise sollte daher insgesamt nur so restriktiv wie nötig sein und sich gut in den Alltag integrieren lassen. Auch wenn hochwertige Lebensmittel durchaus ihren angemessenen Preis haben, kann dennoch eine gut zusammengestellte vegane Ernährungsweise mit gewissen Anpassungen mit jedem Geldbeutel umgesetzt werden. Die Lebensmittelauswahl ist idealerweise so regional und saisonal wie möglich und enthält die notwendige Vielfalt und Abwechslung, damit auch der Genuss nicht auf der Strecke bleibt. Wenn möglich, greift man zu biologischen Lebensmitteln aus fairem Handel und entwickelt ein Gespür für gute Qualität auch unabhängig von diversen Gütesiegeln. Und natürlich soll gesundes Essen auch lecker schmecken, sodass man langfristig Freude an der eigenen Ernährungsweise hat. Wie man jedes vegane Gericht mit einfachen Tricks noch leckerer machen kann, zeigen wir in diesem hier eingeblendeten YouTube-Video gemeinsam mit Sebastian.
Eine gut zusammengestellte vegane Ernährungsweise sollte täglich aus den 5 Hauptlebensmittelgruppen Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst sowie Nüsse und Samen bestehen und durch reichlich gesundheitsförderliche Gewürze und Kräuter ergänzt werden. Diese Lebensmittelgruppen werden auch im Rahmen des WHO-Positionspapiers zum Thema Healthy Diet als die Basis einer gesunden Ernährung bezeichnet. All diese Lebensmittelgruppen werden im Überblick im Kochbuch erklärt. Im Detail spreche ich über alle 5 Hauptlebensmittelgruppen im Vegan-Klischee-Sachbuch. Der vegane Ernährungsteller im Vegan-Klischee-Kochbuch orientiert sich am sogenannten Healthy Eating Plate der Harvard University und wurde auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen angepasst. Dieser Ernährungsteller legt neben den 5 Hauptlebensmittelgruppen auch einen Fokus auf die Zufuhr von hochwertigen Ölen, die ebenfalls im Vegan-Klischee-Kochbuch im Detail beschrieben werden und zukünftig auch in einem separaten YouTube-Video besprochen werden. Weiterhin liegt auch ein Hauptaugenmerk auf der ausreichenden Flüssigkeitszufuhr, die im Tipp 8 meiner 10 Tipps im Detail besprochen wird. Darüber hinaus sollte in einer veganen Ernährungsweise durch die richtigen Nahrungsergänzungsmittel all die potenziell kritischen Nährstoffe abgedeckt werden und auch darüber spreche ich im Detail dann im letzten der 10 Tipps. Ebenso sollte ausreichend Zeit an der Sonne verbracht werden, um den Vitamin-D-Bedarf des Menschen zu decken oder im Falle einer unzureichenden Sonnenexposition Vitamin D supplementiert werden. In welcher Höhe das geschehen sollte und was es sonst noch Wichtiges zu Vitamin D zu wissen gibt, das zeige ich in meinen beiden Videos zu Vitamin D auf YouTube. Eine vegane Ernährungsweise gilt dann als gesund und bedarfsdeckend, wenn sie es schafft, all die essentiellen, also überlebensnotwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge zuzuführen. Essentiell bzw. überlebensnotwendig sind für den menschlichen Körper all die Stoffe, die er zum Überleben braucht, aber nicht in ausreichender Menge selber produzieren kann und die wir daher aus der Nahrung oder aus Nahrungsergänzungsmitteln zuführen müssen. Das ist die eine Seite einer gesunden, bedarfsdeckenden Ernährungsweise. Die zweite Seite ist mindestens ebenso wichtig, denn sie legt den Fokus darauf, dass wir, während wir diese essentiellen Nährstoffe zuführen, gleichzeitig auch sicherstellen, dass wir all die Stoffe, die im Übermaß gesundheitlich abträglich wirken, eben nicht im Übermaß zuführen. Sei es jetzt zu viel Natrium, also zu viel Kochsalz, sei es die falschen Fettsäuren, ein Übermaß an Transfettsäuren oder gewissen gesättigten Fettsäuren, insgesamt ein Überschuss an Kalorien und weiteren Stoffen. Wenn wir es schaffen, diese Stoffe nicht im Übermaß zuzuführen und eine Bedarfsdeckung der überlebensnotwendigen Nährstoffe sicherzustellen, dann können wir davon ausgehen, dass die jeweilige Ernährungsweise, über die wir sprechen, bedarfsdeckend ist. Insgesamt natürlich ist es am Anfang, damit man sich daran gewöhnen kann, ein bisschen Rechenarbeit. Man muss sich vertraut machen mit den unterschiedlichen Nährwerten von unterschiedlichen Lebensmitteln, aber auf Dauer muss man nicht mit Nährwerttabellen einkaufen gehen. Man muss grundsätzlich auch nicht sicherstellen, dass man täglich penibelst genau jeden einzelnen Nährstoff in der genau richtigen Menge zuführt. Es geht dann mehr über den Wochenschnitt, in dem man eine gewisse Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen sollte, aber aus Gründen der Einfachheit hat man es auf tägliche Zufuhrempfehlungen runtergebrochen. Wenn man die an einem Tag nicht perfekt erreicht, ist das gar kein Problem. Es geht um eine insgesamt gute Bedarfsdeckung. Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche Nährwerte die unterschiedlichen Lebensmittel bzw. in unserem Fall Gerichte aufweisen, haben wir im Vegan-Klischee-Kochbuch auch die Nährwertangaben für die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fett und Protein sowie Ballaststoffe und auch die Gesamtkalorien angegeben und auch die verwendeten Mengen an Salzproportion des jeweiligen Gerichtes berechnet. Zusätzlich wird auch in jedem Rezept der Gehalt an den potenziell kritischen Nährstoffen wie Eisen, Zink, Calcium, Jod, Vitamin B2, Vitamin A bzw. Retinol-Äquivalent, Lysin und auch an Alpha-Linolensäure angegeben. Da die Böden in vielen Teilen Europas sehr selenarm sind, liefern in diesen Gebieten produzierte pflanzliche Lebensmittel keine nennenswerten Mengen an diesem Nährstoff. Deswegen haben wir die Selenwerte nicht in die Berechnung der einzelnen Rezepte mit reingenommen, weil zum einen eben die meisten ohnehin keine relevanten Mengen an Selen enthalten würden und zum anderen haben selbst Standardwerke wie der Bundeslebensmittelschlüssel keine Selenangaben zu den einzelnen Lebensmitteln und auch in anderen Werken wie dem Susi-Fachmann Kraut findet man nicht zu jedem Lebensmittel die genauen Selenwerte. Um die Nährwertangaben der Rezepte in das richtige Verhältnis setzen zu können, zeige ich hier die Zufuhrempfehlungen für all die relevantesten kritischen Nährstoffe im Rahmen der veganen Ernährungsweise. Hierbei handelt es sich um Abwandlungen der DGE-Referenzwerte, die teils aufgrund anderer Empfehlungen für vegan lebende Menschen und zum Teil, zum Beispiel in Bezug auf Vitamin D und Selen, aufgrund aktuellerer wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst wurden. Sämtliche andere überlebensnotwendige, also essentielle Nährstoffe, die hier keine Erwähnung finden, werden im Rahmen einer kaloriendeckenden und abwechslungsreichen veganen Ernährungsweise ohnehin automatisch abgedeckt und müssen daher nicht speziell beachtet werden. Wir gehen die einzelnen Nährstoffe kurz der Reihe nach durch. Die tägliche Zufuhrempfehlung für Protein bezieht sich auf das Normalgewicht einer Person, also beim BMI von kleiner gleich 25. Zum Ausgleich der teils etwas geringeren Verdaulichkeit von Protein aus Pflanzen wurde die DGE-Empfehlung für Protein in Höhe von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf 0,9 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht angepasst.
Personen, die an Übergewicht oder Adipositas leiden, nehmen für die Berechnung ihres Proteinbedarfs natürlich ihr theoretisches Optimalgewicht und nicht ihr tatsächliches Gewicht, denn das Übermaß an Körperfett benötigt nicht noch mehr Protein, um sich selbst zu erhalten. Proteine nimmt man über eine ganze Vielfalt an proteinreichen pflanzlichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen zu sich. Mehr Informationen über die Proteinzufuhr bei veganer Ernährung gibt es in diesen beiden Proteinvideos von mir auf YouTube. Unabhängig davon, wie hoch der Kohlenhydratanteil in der veganen Ernährungsweise ist, sollte stets darauf geachtet werden, dass zumindest die Minimalzufuhr an Ballaststoffen in Höhe von 30 Gramm pro Tag eingehalten wird. Ballaststoffe sind grundsätzlicher Teil der Kohlenhydratkategorie. Sie sind Kohlenhydrate, allerdings jene Art von Kohlenhydraten, die der Mensch nicht verdauen kann und daher zählen sie sozusagen als eigene Kategorie. Aber auch wenn wir sie nicht verdauen können, sind sie wichtig für unsere Gesundheit und diese 30 Gramm zählen als Mindestzufuhr. Sie können auch gerne überschritten werden. Insgesamt im Rahmen einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung werden wir auch ohne tägliches Nachzählen mindestens 30 Gramm oder mehr an Ballaststoffen bekommen. Die Zufuhrempfehlung für die Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure, kurz ALA, wurde von 0,5 auf 1% der Gesamtkalorienzufuhr erhöht, um die Chance auf eine ausreichende Eigensynthese der daraus gebildeten langkettigen Omega-3-Fettsäure namens Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docosahexaensäure, kurz DHA, aus ALA zu erhöhen, die in der Mischkost ansonsten vorgeformt über Fische wie Lachs zugeführt wird. Bei etwa 9 Kilokalorien pro Gramm Fett wären diese 1% der Kalorienzufuhr etwa 2 Gramm Alpha-Linolensäure bei einer Kalorienzufuhr in Höhe von 2000 Kilokalorien. Diese Menge sollte durch pflanzliche Omega-3-Lieferanten wie Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, Walnüsse sowie deren Öle abgedeckt werden. In manchen Fällen, wenn die Eigensynthese an EPA und DHA aus ALA, aus der Alpha-Linolensäure, nicht gewährleistet werden kann, kann es durchaus sinnvoll sein, vorgeformtes EPA und DHA aus Mikroalgenöl zuzuführen. Auch hier haben wir insgesamt 4 Videos zum Thema Omega-3, wo erklärt wird, unter welchen Voraussetzungen genügend EPA und DHA aus ALA geformt werden kann und wenn man supplementieren möchte, in welcher Höhe man supplementieren möchte und was es dabei zu beachten gibt. Wer Beta-Carotin-haltige Lebensmittel wie Karotten, Süßkartoffeln und Kürbisse regelmäßig in seinen Speiseplan einbaut, kann die Zufuhr von 1 Milligramm Retinol-Äquivalent pro Tag leicht decken, um seinen Vitamin-A-Bedarf zu decken. Wie in Tipp 4 meiner 10 Tipps mit dem Titel Fett nicht verteufeln noch dargelegt wird, ist es darüber hinaus von großer Bedeutung, diese Beta-Carotin-haltigen Lebensmittel stets mit einer ausreichenden Fettmenge zu verzehren, um die Absorptionsrate von Beta-Carotin zu optimieren. Sämtliches Wissenswertes zu Vitamin A habe ich in einem Reaktionsvideo auf die Kritik der mangelnden Vitamin A-Synthese bei veganer Ernährung des YouTubers Farage zusammengefasst, das man hier auf YouTube ansehen kann. Die Vitamin D-Bedarfsdeckung erfolgt bekanntermaßen ja überwiegend durch die Eigensynthese des Körpers bei Sonnenexposition. Wer allerdings zu selten rausgeht, läuft Gefahr, in einen Vitamin D-Mangel zu rutschen. In diesen Fällen wird die Einnahme eines Vitamin D-Präparats notwendig sein. Dieses sollte in einer Dosierung von etwa 40 bis 60 internationalen Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht gegeben werden. Wie schon an früherer Stelle gesagt, haben wir auch zu Vitamin D2 separate Videos auf YouTube mit mehr Details. Die Zufuhrempfehlung für Vitamin B2 beträgt bei Männern laut DGE 1,4 Milligramm pro Tag und bei Frauen 1,1 Milligramm pro Tag und kann so auch für vegan lebende Menschen übernommen werden. Vitamin B2, auch Riboflavin genannt, kann über Lebensmittel wie Champignons, Mandeln, Würzhefeflocken und viele weitere gut abgedeckt werden. Auch zu Vitamin B2 haben wir ein Video mit allen wichtigen Informationen auf YouTube. Die Höhe der Vitamin B12-Zufuhr ist wegen der limitierenden B12-Absorption pro Zeiteinheit sehr stark von den Einnahmeintervallen abhängig. Wenn man an mehreren Zeitpunkten des Tages über gering dosierte Supplements oder angereicherte Lebensmittel Vitamin B12 zuführt, dann genügt schon eine sehr geringe Gesamtzufuhr in etwa einer Höhe von 4 bis 6 Mikrogramm pro Tag. Bei einer einmaligen Zufuhr wird hingegen eine deutlich höhere Dosis von mindestens 100 Mikrogramm pro Tag empfohlen. Sämtliche Informationen rund um die Vitamin B12-Versorgung bei veganer Ernährung gibt es in meinen insgesamt 12 Videos zum Thema Vitamin B12 auf YouTube. Die Calcium-Zufuhrempfehlung für erwachsene Menschen beläuft sich laut DGE auf 1000 Milligramm pro Tag für beide Geschlechter, wobei zum Beispiel von Fachgesellschaften wie der British Dietetic Association auch geringere Zufuhrempfehlungen in Höhe von nur 700 Milligramm pro Tag empfohlen werden. Ausreichend Calcium kann man über calciumreiche pflanzliche Lebensmittel wie Sesam, Chiasamen, Mandeln und viele weitere sowie mit Calcium angereicherte Pflanzendrinks, calciumreiche Mineralwässer und viele weitere Lebensmittel zuführen. Mehr Informationen zu Calcium bei veganer Ernährung gibt es in meinen beiden Calcium-Videos hier auf YouTube. Von Fachgesellschaften wie der DGE wird im Rahmen einer Mischkost 10 Milligramm Eisen für Männer und 15 Milligramm Eisen für Frauen pro Tag empfohlen.
Fachgesellschaften wie die National Institutes of Health plädieren allerdings dafür, dass man im Rahmen einer vegetarisch-veganen Ernährungsweise diese Zufuhrempfehlung verdoppelt, um sicherzustellen, dass auch das etwas schlechter bioverfügbare Eisen in ausreichender Menge zugeführt wird. Zu den eisenreichsten pflanzlichen Lebensmitteln gehören unter anderem Kürbiskerne, Sesamsamen, Leinsamen, ebenso wie Getreide wie Haferflocken, Mandeln, Tofu und weitere. Mehr Informationen zur optimalen Eisenversorgung bei veganer Ernährung gibt es in meinen 3 Eisenvideos hier auf YouTube, wo wir auch klären, ob man tatsächlich eine Verdoppelung der Eisenzufuhrempfehlung anstreben sollte. In Bezug auf Jod wird in Deutschland eine Zufuhrempfehlung in Höhe von 200 Mikrogramm pro Tag ausgesprochen. Diese kann zum Teil über die Verwendung von gewissen Algen gedeckt werden, allerdings weisen diese auch recht große Schwankungsbreiten im Jodgehalt auf, was sie zu einer recht schlecht berechenbaren Quelle macht, wie wir im Detail auch in diesem Video zum Thema Jod und Algen aufgezeigt haben. Auch Jodsalz kann einen relevanten Teil zur Jodbedarfsdeckung beitragen und ist entgegen dem unwahren Mythos kein Sondermüll, sondern eine verlässliche Strategie, um zumindest einen Teil der Jodbedarfsdeckung sicherzustellen. Mehr Informationen zum Thema Jodsalz und den gesundheitlichen Auswirkungen gibt es in unserem separaten Video zu diesem Thema. Mehr allgemeine Informationen zum Thema Jod haben wir im allgemeinen Einführungsvideo Alles zum Thema der Jodversorgung bei veganer Ernährungsweise zusammengefasst. Die Zufuhrempfehlungen für Zink bei phytatreicher Kost, wie es zum Beispiel in der veganen Ernährungsweise, wenn sie vollwertig ist, der Fall ist, lauten laut DGE 16 Milligramm pro Tag für Männer und 10 Milligramm pro Tag für Frauen. Zu den zinkreichsten pflanzlichen Lebensmitteln gehören unter anderem Samen wie Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, aber auch Haferflocken, Mandeln und weitere. Mehr Informationen zum Thema Zink bei veganer Ernährung gibt es erneut in meinen beiden Zinkvideos hier auf YouTube. Die Selen-Zufuhrempfehlung von 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag geht aus den Empfehlungen von Mikronährstoffexperten hervor und ist etwas höher angesetzt als die DGE-Empfehlung in Höhe von 70 Mikrogramm für Männer bzw. 60 Mikrogramm für Frauen. Wie die Grafik zeigt, können in der Theorie Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte sehr gute Selenlieferanten sein, allerdings nur, wenn sie auf selenreichen Böden angebaut werden. Das ist hierzulande nicht der Fall. Paranüsse liefern in jedem Fall viel Selen, aber genauso wie Algen weisen sie sehr große Schwankungsbreiten auf, wie wir auch in unserem Video zum Thema Paranüsse und Selen im Detail erklären. Weitere Informationen zum Thema Selen bei veganer Ernährung gibt es erneut in unserem allgemeinen Video zum Thema Selenversorgung bei veganer Ernährungsweise. Das war es zu der allgemeinen Einführung, zu den 10 Tipps für eine gesunde vegane Ernährungsweise. In den kommenden Wochen erscheint jede Woche ein neues Video, in dem wir einen Tipp im Detail besprechen. Mehr Informationen rund um das Thema der veganen Ernährungsweise samt jeder Menge Rezepte gibt es im Vegan-Klischee Kochbuch, aus dem auch diese Tipps stammen. Wenn man das Kochbuch besitzt und Gefallen daran gefunden hat, dann bitte sehr gerne eine Bewertung auf Plattformen wie Goodreads, Amazon oder dem Thalia Online-Shop abgeben. Vielen Dank. Weitere Informationen zum Thema der veganen Ernährungsweise gibt es im umfangreichen Sachbuch Vegan-Klischee und im Online-Kurs der Nutrition Masterclass gemeinsam mit Sebastian Kubin. Live außerdem im 4-Tages-Seminar Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzenernährung in Berlin. Weiterhin veröffentlicht Sebastian Kubin jede Woche ein neues Kochvideo auf seinem YouTube-Kanal und wir jede Woche auf unserem Kanal neue Videos zum Thema Ernährung. Von daher sehr gerne beide Kanäle abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Das war's von mir in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video zum ersten Tipp sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.